Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich frisch gepresst habe für euch, sind Neuigkeiten aus dem Jahr 2024 in der Form, dass wir mal schauen, was dort für Flüge und Unfälle passiert sind. Weiter geht es mit dem Vorfall der A220 von der Swiss. Da hat die Staatsanwaltschaft die Todesursache bekannt gegeben. Wir gehen des Weiteren auch dem Thema nach Hilton Promotions 2025, wie das Jahr beginnt, da viele von euch ja bei Hilton Liebhaber der Marke sind, um es mal so zu sagen. Auch habe ich wieder etwas Lustiges gefunden. 5 Koffertricks, die angeblich euren Koffer als erstes aufs Band bringen. Wir können das mal besprechen, inwieweit das auch gut ist. Air Baltic hat finanzielle Probleme anscheinend. Die wollen, dass der Staat hilft, bevor sie privatisiert werden. Lufthansa war ja auch im Gespräch als Vorab-Investor, 10% oder so. Und wir haben noch ein Thema Wintereinbruch in den USA, nicht nur in Deutschland, ein paar Schneeflocken und dann ist Heckenbrand, sondern auch in den USA. Also, wie immer an dieser Stelle, denkt natürlich dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft, denkt dran und Glocke und schaut nach, dass es auch wirklich so ist, auch wenn ihr es schon vorher gemacht habt, weil es irgendwie durch magische Hände bei YouTube disabled werden kann, also dass ihr dann keine Benachrichtigung bekommt. Und für Sonntag haben wir ja auch wieder ein Tête-à-Tête. Heißt, in Sonntag haben wir die Sendung um 19 Uhr deutscher Zeit, 8 Uhr Tallinn-Zeit. Und da geht es dann darum, dass wir darüber mal sprechen, was meine Statusstrategie für 2024 ist. Das erste Thema ist das Flugjahr 2024, wie es war mit Unfällen und Toten. Da muss man ehrlicherweise sagen, das Jahr war jetzt nicht ganz so prickelnd, weil wenn wir das Jahr nochmal so durchgehen, da gab es Unfälle, die relativ merkwürdig waren, die sehr untypisch waren, um ehrlich zu sein. Und dann ist es so, dass im Gegensatz zu 2023 doch mehr Leute umgekommen sind, 334 Menschen, um genau zu sein. Der Absturz der Swiftair bei der Landung in Vilnius, eine Frachtmaschine am 25. November, war eine der mysteriösen Unfälle, weil da gab es Themen wie zum Beispiel Bombe und so weiter. Also da waren viele, viele Themen offen. Dann ist es so, dass man da leider halt auch ein Besatzungsmitglied verloren hat. Der Flugschreiber und die Untersuchungsbehörde haben das Ganze dann nochmal sich angeguckt, der Flugschreiber ganz genau und die Cockpit-Aufzeichnungen. Und da gab es keine Zeichen von Außeneinwirkung oder aber auch von Einwirkung von innen. Im Gegensatz dazu gab es dann im Dezember nochmal leider eine Außeneinwirkung und die Russen haben ja mittlerweile auch irgendwie zugegeben, dass sie für den Abschuss der Embraer 190 der Aserbaidschan Airlines zuständig sind. Und sie haben ja auch nicht nur versucht, das Ganze zu vertuschen, indem man das Flugzeug über 400 Kilometer weiter einmal über das Kaspische Meer, glaube ich, war es, fliegen lassen wollte. Also das war relativ schlimm und die Beweise waren halt leider zu evident, als man die Einschusslöcher gesehen hat. Auch ein tragisches Unglück war das Unglück der 737-800 von Jeju Airlines. Die haben eine Landung ohne Fahrwerk versucht durchzuführen und da gibt es auch Videos und man sieht halt auch, dass das Flugzeug too high, too fast ist, wie das so schön immer heißt, also zu hoch, zu schnell. Und man konnte da nicht rechtzeitig zum Stehen kommen. Und dann ist man ja auch mit der Betonmauer, die 2 Meter hoch ist, kollidiert. Und die Mauer am Ende diente natürlich als Sockel für den Landekurssender fürs ILS, also Instrument Landing System. Und auf anderen Flughäfen ist das nicht als Betonmauer, sondern als so, wie man das von Antennenmasten oder Strommasten kennt, aus so einem eine Metallkonstruktion, die weicher wäre. Aber dadurch, dass man halt nicht zum Stehen gekommen ist, haben nur 2 Flugbegleiterinnen im Heck überlebt. Die restlichen 179 Passagiere sind leider verstorben, weil das Flugzeug dann auch in Flammen aufgegangen ist.
Das Interessante an der Geschichte ist, dass die Flugbegleiterinnen auch nur deshalb überlebt haben, weil das Heck abgetrennt worden ist und sie damit halt wirklich viel, viel Glück haben. Und jetzt werden alle 737-800 Fahrwerke in Korea kontrolliert. Das wird angeordnet von der Regierung und ich bin mal gespannt, was da passiert. Das Jahr hatte allerdings auch schon scheiße begonnen, um es ganz genau zu sagen. Ja, der 2. Januar letztes Jahr war ja mit der Katastrophe von der Dash 8, die auf die Landebahn rollt, wo die 350 dann abgefackelt ist. Viele vergessen das schon. Ich hatte das auch vergessen als Fall und das war natürlich dann auch relativ blöd. Und damit sieht man halt, dass von Japan Airlines der 2. Januar und dann auch wieder das Ende des Jahres, dass das halt die Klammer bildet von den Unfällen. In der Turboprop sind hier 6 Leute auch umgekommen. Das war ja so ein Regierungsturboprop, die da, was waren das für Flüge, die dort durchgeführt worden sind. Ehrlicherweise, also es war auf jeden Fall so eine Regierungsgeschichte. Und dann gab es dann den schwersten Unfall, der sich ereignet war, eine Bombardier CRJ-200R von Saurya Airlines, die in Kathmandu in Nepal zum Absturz gekommen ist, die nach einer C-Check-Wartung überfährt werden sollte. Es befanden sich 19 Personen an Bord. Auch in Brasilien gab es ja noch die Moepas Lienas Eras Unfall der ATR 72500. Und damit kann man halt wirklich sagen, dass das Jahr 2024 schlechter ausgegangen ist in der Aviation als 2023. Und gut, 2023 war auch eins der sichersten Jahre in der Aviation, muss man der Ehrlichkeit aber sagen. Da war ja nur ein schwerer Unfall von der Yeti, den man beklagen musste. Da sind 72 Opfer umgekommen. Die IATA hat gesagt, dass es im kommerziellen Luftverkehr bei allen, also alle 880.293 Flüge kommt. Und damit ist es halt so, dass man sagen muss, dass es in den 90er Jahren fast mehr als 1000 Tote pro Jahr gab. Von 2000 bis 2010 war es nur noch 3-mal der Fall. In den folgenden Dekaden pendelt sich der Wert im Durchschnitt gerechnet um 341 an. Deshalb sind wir in diesem Jahr, wenn wir die 334 sehen, immer noch unterhalb des Durchschnitts zumindest. Ja, die 334 Mitglieder bei den Unglücken sind natürlich auch nicht nur Passagiere, sondern auch Crewmitglieder. 7 Maschinen am Boden. Im Jahr 2023 hat es nur 80 Todesopfer gegeben, die zweitniedrigste Zahl seit 1970. In Deutschland gab es Gott sei Dank kein Unglück. Das war so einmal ein Durchritt durch die Jahre 2023, 2024 nochmal zu sehen, was es dort für Unfälle gab mit Verlusten, Maschine und Menschenleben in dem Fall dann auch. Und deshalb haben wir auch hier eine Frage des Tages. Wie war euer Jahr 2024 und 2023? Könnt ihr auch im Vergleich sagen, ob ihr da irgendwelche Vorfälle hattet, ob bei euch dann irgendetwas passiert ist, was außer der Norm war. Und da könnt ihr dann gerne von berichten. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir gehen jetzt mit dem Thema Swiss Airlines weiter. Da wurde nämlich von der Staatsanwaltschaft die Todesursache bekannt gegeben von dem Flugbegleiter. Und diese wirft dann doch ein paar Fragen auf. Und zwar über die Hood. Und zwar ist es so, dass das Flugzeug, nochmal als Recap, die Airbus A220-300, der ist ja geflogen als Flug 1885 von Swiss Air. Und da ist es so, dass Passagiere über ein Unwohlsein geklagt haben, nachdem eine Welle im Triebwerk, was sehr unwahrscheinlich war und ist, also ein Fehlermuster, was man noch nicht hatte, dann eine Notlandung in Graz am 23. Dezember eingeleitet worden ist. Die Maschine kam von Bukarest, nur so als Hinweis. Und Rauch war auch in der Kabine. Die Feuerwehr zieht raus, Rettungsdienst, Crew steuert die A220 nur 19 Minuten später sicher zur Landung. Und noch auf der Landebahn 34 klappten die Rutschen raus, also man evakuiert unter den 74 Passagieren und 5 Crewmitgliedern. Klagen mehrere Personen über teils massive Atembeschwerden und ein Flugbegleiter wird mit dem Helikopter vom Flugplatz direkt ins Krankenhaus geflogen, wird dort intensiv medizinisch
versorgt. Und dieser Flugbegleiter von der Swiss ist der erste Tote auch bei Swiss, der während der Arbeitszeit verstorben ist, 23 Jahre alt. Und ist natürlich schade. Der Grund, warum, ist die Staatsanwaltschaft Graz sagt, dass die vorläufige Todesursache feststellt nach der Obduktion. Und das war ein hypoxischer Hirnschaden, also Sauerstoffmangel. Hypoxie ist dann, wenn wir halt Sauerstoffmangel im Hirn haben. Und dann ein Hirnödem würde festgestellt. Und damit ist es so, dass die Nachrichtenagenturen APA und Kieser und SDA dies aus internen Kreisen von den Ermittlungsbehörden mitteilen. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich auch guckt, ob es da irgendwelche Einflüsse durch den Rauch gab, Chemie und so weiter. Ich hatte ja von Zapfluft sehr viel erzählt, Smoke-Event und so weiter. Und da ist es so, er hat diese PBE getragen, das heißt also Personal Breathing Equipment. Das ist diese Hood, wo man auch Sauerstoff bekommt. Und da ist es halt wirklich so, dass die Sauerstoffgeneratoren, die Crew im Ernstfall schützen sollen, vielleicht hier versagt haben, weiß ich nicht. Deshalb wird halt da geguckt, ob es da ein Problem gab. Und zudem ließ die Swiss laut eigener Mitteilung auch Masken kontrollieren und die sind also schwer aus der Verpackung zu lösen. Es sind 1000 Sets betroffen. Aber das war ja da nicht das Problem, weil die hat er ja aus der Verpackung bekommen. Und die Maschine war 7 Jahre alt und wenn man mit der Lufthansa Tochter, wenn man da halt nachgefragt hat, was da Phase ist, die sagen halt bisher unbekanntes Fehlerbild und deshalb ist die Teilflotte im Dienst. So, ich würde jetzt davon Abstand nehmen, dazu spekulieren, dass wenn er merkt, dass er nicht genug Luft kriegt, dass er die Maske sich nicht vom Kopf reißt oder sonst was. Wir wissen es nicht, was da ist. Also insofern da mal den Ball flach halten, abwarten, was da passiert und schauen, was da die Lösung sein wird. Wir an dieser Stelle gehen dann weiter mit dem Thema Air Baltic. Air Baltic ja auch ein Betreiber einer reinen mittlerweile A220-300er Flotte. Und Air Baltic hat aber anscheinend finanzielle Probleme, denn die Investorengespräche sind dort ins Stocken geraten, haben also Probleme. Und man hat ja auch im Sommer 4.670 Flüge gestrichen und 19 Strecken dazu, zumindest teilweise Frequenzen oder auch ganz. Und natürlich ist das eine Belastung für die Freunde der Air Baltic, dass man dort mit den Triebwerken nicht zurechtkommt. Deshalb sagen die auch ganz klar die Unfähigkeit von Pratt & Whitney mit dem Triebwerk. Und Air Baltic derzeit noch zu 97,97% staatlich, ist dort gereizt. Man ist da nicht happy, weil wenn man in die Börse gehen will, sind das schlechte Nachrichten. Und es sind jedoch nicht nur diese Nachrichten, die da negativ sind, sondern auch ist es so, dass die Lufthansa ja auch da strategisch sich daran beteiligen will, 10% oder sowas. Aber die Verhandlungen mit dem strategischen Investor, der sowohl das Geschäftsmodell von Air Baltic bestätigen als auch den Börsengang erleichtern soll, sind nicht so reibungslos wie erwartet verlaufen. Und das sagt Klaus Vasks. Er spricht von einem Rückstand. Das ist übrigens der Verwaltungsratschef der Air Baltic. Und der frühestmögliche Termin liegt im Frühjahr 25. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter, sagt er weiter. Und jetzt soll der Staat helfen, weil man dort natürlich ein Problem hat. Air Baltic hatte sich 2024 zwar 340 Millionen Finanzmarkt beschafft, muss aber die Anleihe mit 14,5% verzinsen. Also ihr merkt, da ist richtig Zinsen drin. Und die derzeitige Anleiheverbindlichkeit und Zinssätze sind laut was für Air Baltic auf Dauer nicht tragbar. Ja, natürlich, das ist ja auch der Grund, warum Carsten S. selbst bei 9, irgendwas in Aussicht gestellten Zinssatz dort die natürlich nicht haben wollte. Und deshalb ist es so, dass man eine zusätzliche Kapitalspritze des Staates haben möchte. Und damit ist es so, dass man dort hofft, das Ganze zu retten. Aber es ist natürlich ein PR-GAU. Also das heißt, also wenn eine Firma an die Börse geht und man muss irgendwie Penunzen haben, weil man gerade klamm ist schwierig. Ne? Also es ist halt ein Riesenthema. Und damit könnte man natürlich auch sagen,
dass wenn sich andere Investoren zurückziehen, dass das für Air Baltic natürlich ein Riesenthema werden kann, wenn man ehrlich ist. Also hier eine schwierige Zeit in Riga. Wo es auch schwierige Zeiten gibt, das sind Zeiten, wenn Winter ist. Und ich hatte ja mal darüber berichtet, wie es ist, warum wir in Deutschland so viele Probleme haben und dass das jetzt nicht unbedingt so ist, weil wir in Deutschland zu doof sind. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Es sind auch einige Gründe dabei, die natürlich da neben den hausgemachten Gründen so sind, dass man dort ganz klar Staffelung und so weiter ist, weil man halt eng getaktet ist. Aber auch in den USA ist ja man eng getaktet und deshalb ist es mittlerweile am Westen und der Ostküste so, dass ja das öffentliche Leben durch die Winterstürme, Schneestürme fast lahmgelegt ist. Auch Kanada, Toronto und so weiter. Und da ist es so, dass Zehntausende Haushalte sogar ohne Strom sind. Das ist in den USA mehr üblich, als man denkt. Also auch in Kalifornien haben wir Stromausfälle gehabt oder auch Philadelphia, wo ich mich rumtreibe. Unter anderem da gibt es halt auch durchaus Stromausfälle. Und auch gab es natürlich Blitzeis auf den Autobahnen. New York Times zufolge kam es bei den Verkehrsunfällen auch leider zu Toten, 3 Stück wohl. Und landesweit ist es halt so, dass die Flüge ausgefallen sind. In der US-Hauptstadt Washington und in the Region sind 20 Zentimeter Schnee gefallen. Also ihr seht, dass nicht nur in Deutschland Probleme mit Schnee sind, sondern auch in den USA, wenn es dort Schnee gibt, dass dort Probleme dann auftauchen können. Also hier schauen und wenn jetzt noch Minustemperaturen kommen, ist das natürlich genauso shitty-puppity. Gut, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt eher ein Thema, was zur Belustigung gilt und wenn ich da immer solche Sachen lese, muss ich immer dran denken, Freunde der gepflegten Vielflingerkunst, glaubt ihr wirklich den Scheiß? Oder wenn Bloggerkollegen so etwas schreiben, oder Bloggerkollegen? Ich blogge ja nicht. Ich mache ja Video, ich mache ja Bewegtbild, ich mache Fernsehen, TV. Aber egal wie. Und hier ist es so, Your Mileage May Vary hat geschrieben, 5 Gründe, oder 5 Tipps, vielmehr, wie ihr euren Koffer nach vorne bringt an den Start. Und der erste Grund, den finde ich am geilsten, einfach mal Business oder First Class fliegen. Grund Nummer 1, Business Class oder First Class. Ne? Das ist cool. Das ist natürlich so, dass man natürlich, wenn man einen besseren Sitz hat, auch einen besseren Platz bekommt. Das ist logisch. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich gesagt hätte, das wusste ich nicht. Wusstet ihr das? Da bin ich mal gespannt. Status haben. Und geil ist auch, wie er dann schreibt, das ist ein anderer, aber nicht ganz so billiger Trick. Ne? Also, dass man das macht, wenn man Status hat. Und dann ist man halt mehr VIP. Gut, wir kennen ja die Banderolen und alles mit Hon und so weiter. Also insofern ist schon ganz lustig, aber ehrlicherweise, hey, gut, das ist jetzt noch nicht mal so ein Knuller-Tipp, aber ich habe euch ja 5 versprochen, wir sind jetzt bei 2. Der 3. wird es wahrscheinlich sein, oder? Gate checken. Und zwar ist es so, dass man natürlich den Koffer Gate checken kann. Das heißt, dass man beim Boarding den Koffer erst abgibt und dann wird er als letztes eingeladen. Und damit ist es so, dass man dort dann natürlich auch etwas schneller ist. Ich bin mal gespannt, ob da der Vorteil kommt. Er schreibt selber Mixed Bag, also nicht, dass die Tasche gemischt wird, sondern einfach, dass die Ergebnisse unterschiedlich sind. Ne? Also auch das interessant. Jetzt der 4. und vielleicht der Knallertrick. Last one in, first one out. Und zwar, das ist halt so, dass man halt wirklich guckt, dass man dann die Sachen dann, da kam der Alarm an, die Koffer halt relativ spät abgibt, um dann damit einen Vorteil zu bekommen. Ist jetzt auch ein Burner-Trick, ne, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und jetzt kommt der Knallertrick, schlechthin, Tipp Nummer 5. Und ich sage nochmal, es sind nicht meine Tipps, sondern ich möchte sie mit euch diskutieren. Ne? Deshalb kommt auch eine Frage des Tages zu, damit ihr auch ganz klar seht, ich distanziere mich von diesen Top-Tricks. A Fragile Sticker oder also zerbrechlich auf Deutsch. Und er sagt, this one is definitely working the system. Und das ist so, es ist natürlich so, dass man damit kein guter Bürger ist, wenn man das macht, wie er weiterführt. Aber es ist halt so, dass man einen Fragile Sticker haben kann. Ich habe auch einen zerbrechlichen Sticker, aber nur im Handgepäck. Und dann ist es so, dass diese nicht geworfen werden, nicht da irgendwo unterhalb
der anderen Koffer stationiert werden, sondern er kommt oben und ich bin mal gespannt, so nach dem Motto, inwieweit das funktioniert. Und er sagt, das funktioniert als Trick nicht nur, weil die ersten 5 Tricks wahrscheinlich, wobei der erste mit Flug, Business oder First Class natürlich auch bei Connecting funktioniert auch der Status. Aber dieser, wenn du keinen Status hast oder kein teures Ticket hast, dann auch funktionieren soll, wenn du einen Verbindungsflug hast. Und er selber schreibt jetzt natürlich bei der Conclusion, dass nur die ersten beiden, also Status und auch, dass man da ein teures Ticket kauft, First oder Business Class, das garantiert als einer der ersten rauskommen. Nie muss ich ja sagen, nein, ich bin mal für eine Business Class geflogen, mein Koffer kam als einer der letzten an. Aber hey, gut, ich bin mal gespannt und man kann jetzt natürlich den alten Österreicher machen und sagen, hilft nichts, schad's nix. Aber ihr könnt jetzt dazu die Frage des Tages beantworten. Wie findet ihr die 5 Koffertricks? Ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Wir haben noch einmal das Thema Hilton Promotions. Und zwar Hilton Promotions, da gibt es auch wieder einige für den einen oder anderen Hilton-Jünger. Und ich selber buche auch in Helsinki jetzt das Hilton Hotel für morgen bis übermorgen. Und da habe ich noch ein paar Promotions gefunden. Und da ist das eine, dass es jetzt im Moment natürlich die Double Point Promotion gibt, also 2-mal Punkte, 2-mal die Possibilities. Und da kann man natürlich dann auch ganz klar sagen, dass man, wenn man die Base Points hat, 10 Stück pro 21.000 Punkte. Wenn man Diamond-Status hat, wären das dann natürlich auch mehr, die man bekommt, nochmal als 21 on top. Plus nochmal Double Points, 10 Punkte pro US-Dollar und dann MyWay-Bonus 1000. Heißt also, dass man von diesem Aufenthalt, wenn die Nacht 7 Nächte $300 sind, plus Steuern, dann bekommt man da 64.000 Punkte, was natürlich schon ganz okay ist, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Das ist also mehr als nichts und ist im Vergleich für die 2500er Promotion natürlich für die Leute besser, weil die 2500er ist gestackt. Wer aber dort teure Nächte hat oder längere Aufenthalte hat, der bekommt damit mehr Punkte. Heißt also hier eine Möglichkeit für euch, wenn ihr länger und teurer übernachtet, mehr Punkte zu bekommen. Und dann ist es natürlich nicht so, dass der Lars nicht noch eine andere Thematik hat. Und zwar ist das Punkte kaufen. Und da kann man halt die kaufen bis 2025. Irgendwie ist es auch nicht ganz klar, bis wann dieses Offer rausgeht. Heißt also 160.000, davon gibt es dann 80% Bonus, teilweise auch 100% Bonus. Aber ihr seht ja auch, dass die 160.000 auch das Doppelte sind von den 80.000, die man normalerweise nehmen darf. Heißt also, dass man 80% bekommt, sind 128.000, sind zusammen dann 288.000 Punkte für 1.600 US-Dollar. Ist schwierig, sind 0,5654 Euro Cent, wenn man sich das anguckt. Aber ich bin mal gespannt, ob ihr da was findet, weil es macht wirklich nur Sinn, wenn man halt bei den teuren Hotels was findet. Denn dieses Jahr wird es trotzdem aber irgendwann eine 100% Promotion geben. Gehe ich auch ganz fest aus. Ist ja noch jung das Jahr. Also auch hier nochmal eure Antworten. Wir gehen jetzt mit den Fragen des Tages nochmal auf Reise. Und zwar die Fragen des Tages wiederhole ich nochmal. Einmal, wie war euer Jahr 2024? Gab es da irgendwelche Unfälle, irgendwelche Vorkommnisse, die ihr in irgendeiner Art und Weise als anders wahrgenommen habt, als unnormal? Events quasi. Und dann die andere Frage, welche der 5 Top-Koffertricks sind Tricks, die ihr sagt, Top 5, der ist der geilste, der hilft bei mir immer. Also da würde ich euch bitten, was zu schreiben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich freue mich auf eure Nachrichten und denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und den ganzen Klabberadatsch mit Glocke und so weiter. Und ich bin jetzt hier wieder einmal raus und bis morgen in alter Frische. Also bis dann, ciao.